Ja, du liebst gefüllte Paprika, aber irgendwie fehlt der gewisse Kick. Da habe ich was für dich. Ich zeige dir, wie sie richtig saftig und würzig wird. Ein Genuss. Egal ob im Ofen oder im Airfryer. Nur im Airfryer geht schneller. Und das zeige ich dir. Und ich sag dir, ist es wirklich ein Genuss? Schau bis zum Schluss, da kommen noch ganz besondere Tipps für dich. Also ich habe jetzt hier 250 Gramm Hackfleisch. Dann habe ich jetzt hier eine Zwiebel, die ich jetzt in kleine Würfel zubereite, die dann nachher zum Hackfleisch entsprechend dazukommt. So, und von der Zwiebel habe ich jetzt nur die halbe Zwiebel genommen. Ja, sonst würde das für diese Hackfleischmenge doch zu viel werden. Ja, als nächstes brauche ich jetzt eine Knoblauchzehe. Da habe ich mir ein kleines Helferchen, das ich recht praktisch finde. Die Knoblauchzehe einfach rein, was gesieben, mit den Händen gerieben und schon ist sie automatisch, ja, wie geschält. So, und diese Knoblauchzehe schneide ich jetzt auch klein. Also ich zerdrücke die nicht, sondern ich schneide die einfach mit der Hand so in kleine Stücke. Also dann habe ich sie auch fein gewürfelt. Und diese Knoblauchzehe, die kommt im nächsten Schritt jetzt auch zu meinem Hackfleisch dazu. Jetzt habe ich hier Pfeffer. Das ist ganz gut mit Pfeffer entsprechend nachher gut würzen. Also die Schärfe muss du selber entsprechend abnehmen. Einer will schärfer, der andere will nicht ganz so scharf. Das ist noch nicht mehr ein großer Tipp, den ich für dich habe. Ja, und jetzt habe ich etwas Rauchsalz. Also ich liebe dieses Rauchsalz. Das gibt eine besondere Würze noch. Aber auch hier hat jeder seine eigenen Vorlieben. Und wie gesagt, also das ist noch nicht der große Highlight. Ja, Kurkuma ist gesund, das passt auch immer super lecker dazu. Ja, und jetzt habe ich noch etwas Chilisalz. Chilisalz für eine etwas mehr Schärfe. Aber ich habe mir überlegt, etwas ganz normales Salz auch noch, aber nicht allzu viel, weil ich habe ja von meinem Rauchsalz schon dazu genommen. Etwas Kümmel. Wir lieben ganz gerne Kümmel dazu und es gibt eine bestimmte Würze und Kümmel ist auch ganz gut für die Verdauung. Also etwas Kümmel mit dazu schmeckt richtig lecker. Aber das ist immer noch nicht das i-Tüpfelchen, was die Paprika so besonders macht. So, jetzt habe ich hier ein Ei. Jetzt kommt das Ei noch dazu. Das sind jetzt die Grundzutaten, die jetzt erstmal so in diese Masse reinkommen und das Ganze muss jetzt richtig schön gut durchgearbeitet werden, bevor es dann zu meinem Highlight kommt. So, jetzt habe ich schon mal gut durchgearbeitet und jetzt geht es gerade weiter. So, und jetzt kommt mein Polenta Maisgrieß dazu. Ja, und was ist jetzt das Besondere an den Maisgrieß? Der Maisgrieß nimmt die Fleischsäfte besser auf als Semmelbrösel und deshalb schmeckt das auch intensiver. Und Polenta selber sorgt für schöne Saftigkeit und für eine tolle Bindung. Ja, ohne die ganzen Semmelbrösel. Ist außerdem super Alternative für alle, die Weizen verzichten wollen. Sättigt angenehm und bringt eine leichte Süßigkeit. Also richtig lecker für dieses Hackfleischgericht hier. Ja, und den Polenta Maisgrieß, den tust du halt jetzt gut durcharbeiten, jetzt hier unterarbeiten mit, so dass er vom Hackfleisch, also du siehst schon wieder den Saft und das Ei, dadurch war es ja flüssiger, das ganz gut jetzt bindet. Und die Polenta, die saugt das Ganze, die nimmt das Ganze jetzt wunderbar entsprechend auf. Ja, und jetzt beim Durcharbeiten habe ich festgestellt, ich könnte noch etwas dazu machen. Und dann war auch mein Päckchen alle. Und das habe ich entsprechend jetzt so noch mit untergearbeitet. Ja, und die Hackfleischmasse, die habe ich jetzt mir hier schon mal geteilt in 2 Hälften. Weil ich brauche ja für 2 Paprikaschoten und dieses entsprechend füllen. Die Paprikaschoten, die hatte ich jetzt auch schon vorbereitet. Also das abgeschnittenes Hinterteil, die Kerne alles rausgeholt. Und jetzt kommt das Hackfleisch in diese Schoten rein. Und ich schaue, dass ich jetzt hier auch diese Zwischenräume, die Hohlräume, alles erst gut fülle. Deswegen nicht alles mit einmal, sondern gleichmäßig so drauf verteilen. Dann hast du das Hackfleisch auch richtig unten in der Spitze mit drin. Und nicht, dass die dann nachher, ja, wie sagt man so schön, halb leer ist. So, und das Ganze habe ich jetzt auch mit meiner zweiten Paprikaschote gemacht. Und dann ging es schon rüber in die Heißluftfritteuse. Ich hatte jetzt meinen Kosori, meinen Korb geholt. Und jetzt merke ich von der Höhe her, die Paprika waren sehr hoch, sehr groß. Mit dem Grillplatte unten drunter klappt das nicht von der Höhe her. Die Grillplatte rausnehmen möchte ich auch nicht, damit entsprechend die Luft alles gut rankommt. Und so habe ich mich entschieden, die Cosori Turbo, die hat ja noch den größeren Korb, den unteren Korb. Und jetzt hole ich mir den unteren Korb, den großen bei.
und packe das Ganze um, sodass es dann nachher besser Platz hat. Also da alles raus und rüber in den anderen Korb. Und dann geht es auch schon rüber an die Heißluftfritteuse. Ja, du siehst jetzt, ich habe jetzt hier den unteren Korb, das kommt in die untere Etage entsprechend rein. Und dann gehe ich hoch und entsprechend die Temperatur und die Zeit alles einstellen. Also ich muss 2 nehmen, weil ich einen unteren Korb habe. 180 Grad habe ich von der Temperatur eingestellt. Und von der Zeit bin ich hoch auf 20 Minuten gegangen und lasse das jetzt erstmal laufen. Hier habe ich so ein Gläschen. Das ist immer, wenn du Soße machen willst, das ist ein Tipp von mir. Die hatte ich eingefroren, das heißt eingefroren, die hatte ich im Kühlschrank drin stehen und die kommt jetzt so in die Heißluftfritteuse rein. Ich habe jetzt mal kurz gezeigt, hoch. Das heißt, ich lasse den Deckel da drauf und lasse das mit dem Deckel in die Heißluftfritteuse weiter drinnen warm werden. Und so habe ich dann gleich noch automatisch eine Soße dazu. Also das sind immer so kleine Tipps. Weil du bekommst ja jetzt hier keine Soße groß und du möchtest trotzdem Soße dazu haben. Und dann mach das einfach so. Diese Soße entstand mal, weil ich einen Braten in der Heißluftfritteuse gemacht hatte. Der hatte mir genug Saft alles abgegeben. Den habe ich abgefangen in der Heißluftfritteuse und habe die in den Gläschen da drinnen entsprechend gesammelt. So, die 20 Minuten sind rum und schau, so ist das jetzt mit dem Gläschen da drinnen. Jetzt habe ich hier meinen schönen Halter wieder, dass ich das jetzt einfach da auch entsprechend jetzt rausnehmen kann. Das ist ja wichtig, dass du nicht die Finger verbrennst, weil das alles ist ja sehr, sehr heiß. Und jetzt geht es schon rüber ans Servieren. Und ich muss ja sagen, ich war etwas zu euphorisch, zu schnell. Ich habe ja selber wieder mal so ein Fehlerchen gemacht, nicht gleich dran gedacht, dass ich die Paprika ja erstmal noch kontrolliere. Aber das erkläre ich dir jetzt noch, dass du dann den Fehler in Zukunft auch nicht machst. Ja, und du siehst, ich fange jetzt schon an, hier entsprechend zu servieren, anzurichten. Ich hatte mir Reis separat gekocht und da mache ich jetzt von der Soße schon oben drüber. Bei der Paprika noch die Soße auch nochmal zusätzlich oben drüber, weil wir wollen das nicht trocken essen. Ich wollte die Soße aber auch jetzt nicht weiter noch anders anbinden, Mehl oder dergleichen. Ich hätte jetzt eine andere Soße noch dazu machen können, aber das wollte ich jetzt auch nicht. Und ich wollte jetzt auch gleich schon mal das fertige Ergebnis mal etwas näher aufnehmen, zeigen. Also schau hier, das sah so schon mal lecker aus. Doch jetzt kommen wir gleich mal zu meinem Fehler. So, jetzt schneiden wir es mal an. Und schau, was jetzt passiert. Oder auch nicht passiert. Du siehst, der Unterteil ist noch gar nicht richtig durch. Und das ist das, was ich eigentlich immer vorher mache. Ich schneide die Paprika an und schaue, wie weit ist sie unten überhaupt durch. Ja, du hattest ja am Anfang auch gesehen, dass das die Paprika eine sehr hohe Paprika war. Ich sogar den Korb wechseln musste, einen höheren Korb nehmen musste. Und so habe ich jetzt entschieden, die Paprika zurück in die Heißluftfritteuse. Noch einmal, und da schauen wir uns jetzt auch nochmal genau an. Also du siehst, ich habe jetzt alle 4 Hälften da unten drinne und von der Temperatur gehe ich jetzt hoch auf 200 Grad und von der Zeit runter auf 5 Minuten und so lasse ich das jetzt entsprechend auch mal laufen. Und 2 Minuten. Ja. Mein Mann war schon da und kam. So, Essen ist fertig und schau, so sieht das doch richtig gut aus. Und jetzt kann ich endgültig servieren. Ja, mein Mann kam und der hatte Hunger und dann ging alles ein bisschen schneller und ich habe nicht kontrolliert gearbeitet, genau überlegt, die Schritte, die ich mache. Du siehst, und dann passieren ganz schnell so Fehler, auch mir. Aber jetzt, guten Appetit. Ja, und schau hier, wie saftig und wie lecker das da noch war. Also es hat wirklich gut geschmeckt. Und jetzt habe ich eine kleine Überraschung für dich. Hör ich mal ganz kurz rein. Ich habe gespitzt. Ja, mein Mann hat gesagt, es hat gut geschmeckt. Aber jetzt will er es nicht nochmal sagen. Hat sehr gut geschmeckt, das sieht man am Teller. Ach, Leer ist leer. So, heute soll es schnell gehen. Meine Kursori, du hast gesehen, den hohen Korb. Den nehme ich jetzt auch. Hier habe ich Bratkartoffeln, so ein Fertigpack. Muss ich erst ein ganz klein bisschen so auseinanderdrücken, dann lässt sich leichter da reingeben. Ich habe meine Matte unten drunter, damit mir die Bratkartoffeln nicht unten drunter durchfallen. Und jetzt kann ich das so schon mal etwas leichter da rausholen. Da schön verteilen. So, das sind die Bratkartoffeln, die den Speck dabei haben. Ich sage keine Marke, ich will keine Schleichwerbung machen. Etwas würzen tue ich die jetzt noch. Ein ganz klein bisschen Chili.
Dann von meinem Rauchsalz etwas. Und noch etwas Pfeffer. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine Bratwurst übrig. Und hier habe ich mir mal schnell mal ein paar Schnitzel mitgenommen, wenn es schnell gehen muss. Das machen wir jetzt auch. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich die Bratwurst ganz, weil ich habe mir gerade gedacht, ich schnippel die ein klein bisschen klein. So, und die kleinen geschnippelten Stückchen, die packe ich jetzt gerade da dazu. Und bei der Cosori ist der super Dreck dabei, dass ich ganz einfach auf 2 Ebenen kochen kann. Das nutze ich jetzt. Meine Schnitzel besprühe ich jetzt von beiden Seiten schön mit Öl. Ich will es knusprig haben, dann mache ich Öl dazu. Wenn du nicht ganz so viel Öl willst, machst du weniger, wird aber dann nicht so knusprig. Musst du entscheiden. So, jetzt geht es schon rüber in die heiße Fritteuse. So, der Korb, siehst du, wie das wunderbar mit den 2 Etagen da reinpasst. Ich habe eine untere, muss ich wieder 2 nehmen. 180 Grad und von der Zeit stelle ich es auf 15 Minuten ein. Dann schauen wir wieder. So, dann schauen wir mal. Guck mal, das sieht doch gut aus. Ich drehe es noch mal ganz kurz. Aber unten drunter meine Kartoffeln. Ja. Ich drehe die noch mal ganz kurz und schalte mal kurz hoch, 200 Grad und 4 Minuten. 200 Grad. Ja, und schau, und gestern hatte ich diese leckere Avocado-Creme zubereitet. Möchtest du auch, dass ich dir mal zeige, wie ich so eine Creme und so einen Tipps und sowas mache? Oder willst du nur rein alles, was HFL, also in der Heißluftfritteuse stattfindet, in deinen Videos sehen? Ich kann dir auch noch Tipps zur Soße und dergleichen auch aufnehmen. So, jetzt hat die Heißluftfritteuse gerufen, jetzt schauen wir mal. Ja, und kurz zwischendrin noch, du siehst hier, ich hatte ein Toastbrot, da hatte ich eine Scheibe Käse draufgelegt, darüber eine Scheibe Tomate, oben drüber etwas Reibekäse und das Ganze hatte ich dann in die Heißluftfritteuse reingegeben. Am Anfang hatte ich Backen kurz eingestellt, damit mir dieser Reibkäse nicht davon fliegt und insgesamt hatte ich das dann nachher bei 180 Grad für 10 Minuten in der Heißluftfritteuse. Schau mal, sieht das nicht lecker aus? Ja, richtig. Ich habe sie auch mal gedreht gehabt, aber du siehst, wie saftig das ist. Also richtig schön. Ja, na komm her. Zweite auch noch. Wisst ihr, und hier unten drunter habe ich meine Bratkartoffeln. Also auch die sehen gut aus. Wenn du die ein bisschen knuspriger haben möchtest, noch ein paar Minütchen jetzt wieder rein und die noch ein bisschen nachstellen. Aber ich denke, so ist das voll und ganz okay. Ja, und da sind auch meine Würstchen dazwischen. Super Schnitzel, super Bratkartoffeln. So, ich hatte mir überlegt, dir doch zu zeigen, wenn ich die Bratkartoffeln jetzt nochmal länger reinpacke. Also ich habe sie jetzt mal für 5 Minuten bei 200 Grad nochmal länger laufen lassen, wie sie dann wären. Also du siehst, du kannst die wunderbar auch noch etwas verlängern. Dann bekommst du so die Bratkartoffeln. Ja, mein Mann war noch nicht da und deswegen hatte ich gedacht, ich mache das jetzt so. Ich habe nämlich die Schnitzel in der Heißluftfritteuse oben nochmal reingepackt, damit sie warm bleiben. Aber jetzt können wir dann essen. Schau, das sieht auch köstlich aus. Die Bratkartoffeln richtig schön lecker jetzt so auch entsprechend. Und die Schnitzel schön saftig. Also besser kriegst du es in der Pfanne oder machst es in der Pfanne eigentlich auch nicht. Und du hast keinen verspritzten Herd und nix. Guck mal, die sehen da richtig klasse aus. Also. Und uns haben sie super geschmeckt. Aber Anschnitt kommt jetzt noch. So, jetzt werde ich mit euch mal noch anschneiden, damit ich nicht immer bloß verrate hier. Euch mal hier. Schön knusprig. Merkst auch beim Schneiden. Und das Fleisch, siehst du, ist noch saftig. Ist ein bisschen höher, vielleicht kannst du es noch besser erkennen. Also, genau richtig.
Gebe noch von meiner Avocado-Creme noch ein bisschen dazu. So, und jetzt hier die Bratkartoffeln. Top. So, jetzt hast du ganz leckere Paprikaschoten gesehen, gefüllte, mit besonderen Kick drinne. Ja, und für Berufstätige, wo es mal ganz schnell gehen soll, habe ich gedacht, packe ich jetzt die Schnitzel mit den Bratkartoffeln noch mit dazu. Und du siehst, der Heißluftfritteuse. Du hast ganz schnell gekocht. Du hast keinen verspritzten Herd, den du mehr putzen musst. Nicht 3, 4 Töpfe, die geputzt werden müssen, abgewaschen müssen. Hier hast du die eine Schale, die eine Schublade von der Heißluftfritteuse. Was wichtig ist, in der Heißluftfritteuse immer mal oben nach der Heizspirale schauen. Ich blende dir auch mal ganz kurz die Heizspirale ein, damit du siehst, da oben musst du mal schauen, ist da noch alles okay. Vorher Stecker ziehen, mit einem feuchten Tuch mal drüber reiben und dann ist das meistens alles schon in den besten Töpfen, hätte ich mal gesagt, oder Tüchern. So, aber das soll es für heute gewesen sein. Ich danke dir wieder fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende oder wann du das Ganze hier anschaust. Liken, Kommentaren, freue ich mich natürlich immer wieder und auch, wenn du mir mitteilst, von wo du zuschaust.